Hallo meine lieben Seelen, ich bin's Asteria und heute ist wieder Orakelzeit und das Thema wollen wir mal gleich anfangen, aber bevor wir anfangen, sage ich nochmal ganz vielen Dank für eure lieben Likes, eure Kommentare und eure Abos, die ihr mir geschenkt habt. Euch hat das ja nichts gekostet, aber mir bringt es sehr viel und so kann unser gemeinsamer Kanal natürlich auch gut wachsen, ne? Gut, ich würde sagen, ich mache ja nie so lange Videos, weil das macht dann ja auch immer so ein bisschen müde und man muss konzentriert dabei sein. Und deswegen halte ich die immer so in Grenzen. Okay, auf geht's. Will denn dieses heutige Thema beleuchten? Was haben wir? Eilbotschaft, er erreicht dich nicht. Ja, wo bist du denn? Er erreicht dich nicht. Wo bist du denn? Was hast du denn vor? Gucken wir mal. Das wollen wir jetzt mal eben rausfinden. Wieso kann er dich nicht erreichen? Hat er kein Internet oder was? Ups. Ups, das waren einfach zu viele. Wie gesagt, ich habe Probleme mit meinen Handgelenken. Nicht, dass ihr euch wundert, wieso kann die denn nicht mischen? Ich konnte früher sehr gut mischen, aber das kann ich schon viele, viele Jahre nicht mehr so gut, seitdem ich das mit meinen Handgelenken habe. Aber ich gebe mir Mühe. So, die reichen erstmal und dann klären wir weiter auf. Ich mische die noch mal eben durch. So, was haben wir hier? Einmal den Herrscher. Einmal die 10 der Kelche. Und einmal das Gericht. Uff. Also, dein Gegenüber, das ist auch irgendwie eine Person, die kontrolliert sehr gerne. Es könnte dein Vater sein, dein Chef sein. Und die kontrolliert auch gerne. Und wer lässt sich schon gerne kontrollieren, ne? Und es kann auch dein Gegenüber sein. Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass du eine Auszeit brauchst, weil ihr versteht euch gut, ihr seid beide im Gefühl. Aber du hast ja auch Rechte. Du hast ja auch Rechte und diese Rechte, die musst du dir wahren. Ja, die musst du dir wahren. Dass du sagst, ich habe auch ein Recht auf meine eigene Entscheidung und meine Auszeiten. Und ich melde mich jetzt mal nicht mehr zurück. Aber wenn er anruft, nehme ich nicht ab. Und das sind deine Rechte, weil ich glaube, dein Gegenüber ist so ein kleiner Control-Freak, Controller. So, und der will immer genau wissen, was du machst, wo du hingehst. Du musst immer für ihn erreichbar sein. Und ihr seid ja vom Herzen her verbunden. Also ihr seid immer gegenseitig erreichbar. Man muss sich nicht immer irgendwie bereit erklären, egal wo man ist, dass man immer Gewehr bei Fuß steht. Das muss man nicht. Das ist dein Recht. Ja, so interpretiere ich das. So kommt mir das rein. Weil der Herrscher ist eine dominante Person. Klären wir mal auf mit den Lennys, liebe Leute. Ja, er sitzt zu Hause und wartet, ne? Er sitzt immer zu Hause und wartet auf dich, dass da was kommt von dir. Und wenn er dich anruft, dann macht er sich schon Sorgen, weil du dich überhaupt nicht meldest, ne? Ist ja was. Gucken wir mal auf 10 der Kelche. Da sind 2 gefallen, aber ich nehme nur eine. Die andere nehme ich später als Zusatzkarte. Das hat eine Bedeutung. So, und hier hat entweder ein Kind spielt damit eine Rolle. Ein Kind spielt eventuell eine Rolle oder es muss dran gearbeitet werden, dass ihr was Neues macht. Ja, dass eure Beziehung überarbeitet werden muss. So kommt mir das rein. Knallhart. Aber so ist das Leben, ne? Ihr liebt euch, keine Frage. Aber er muss daran arbeiten, nicht du. Du hast dir jetzt mal das Recht rausgenommen und bist einfach mal deinen Weg gegangen. Eine kurze Strecke zwar, du tust ja nichts. Du gehst ja nicht fremd oder du haust ab oder du verprasst alles, was ihr euch angeschafft habt. Oder vielleicht seid ihr auch noch gar nicht zusammen oder wohnt zusammen. Aber zumindest, dass ihr an der Beziehung arbeitet
dass man auch Vertrauen haben sollte, ne? Und er erreicht dich nicht, der kriegt ja schon richtig Panik. Gucken wir mal beim Gericht. Was sagt denn das Gericht? Ja, das Gericht sagt Heilung. Da geschieht Heilung. Der Baum steht für Gesundheit, also Heilung, ist auch eine Ahnenkarte, ist Kraft. Ja, und natürlich kostet das auch Kraft, da diese Beziehung aufrechtzuerhalten, wenn man sich immer so kontrolliert fühlt. Das ist ja klar. Gucken wir mal. Ich schiebe das jetzt mal eben alles rüber. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier so rechtslastig. Und ihr sollt das ja irgendwie auch verstehen, das Kartenbild. Nachher seht ihr die Karten gar nicht. Ich hoffe, das ist jetzt die Mitte, dass ihr das sehen könnt. So, auf geht's. Nochmal. Wie geht es da denn jetzt weiter? Warum meldest du dich denn bei ihm oder wie machst du das? Die wollte raus. So. Die mischen wir auch nochmal. Da haben wir 7 der Münzen. Dann haben wir Page der Stäbe. Und wir haben die Gerechtigkeit. Okay. Also die 7 der Münzen heißt ja, der Samen ist gesetzt, es kann ein Wachstum stattfinden. Ja, und er sollte an sich arbeiten. Ihr werdet dann auch, weil er dich nicht erreicht hat, wirst du auch mit ihm reden und wirst sagen, pass auf, Junge, wenn du dich nicht änderst, dann wird es mit uns immer schwierig bleiben. Dann gehen wir beide daran kaputt. Also versuchen wir jetzt mal was ganz Neues und setzen ein, ja, wie das hier so ist, ne? Könnt ihr das überhaupt sehen? Das ist eine schöne Karte. Er ist ja auch vertreten durch ihn. Ich rede immer aus der Sicht einer Frau. Du kannst natürlich auch ein Mann sein und switcht jetzt einfach rum oder gleichgeschlechtlich, wie auch immer. Ihr seht das ja und wisst das ja. Also, und dann kommt dann ein Wachstum. Was Neues darf entstehen. Ja, und das heißt einfach, er muss seine Kontrolle loslassen. Er muss sich einfach ändern. Na, dann kommst du, er muss wieder ins Vertrauen kommen, weil du verlierst dadurch das Vertrauen, immer so kontrolliert zu werden von ihm. Und das machst du ihm auch klar. Er ist auch da bereit zu. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ja, weil er dich liebt. Hier haben wir das Herz. Weil er dich liebt, will er sich auch ändern. Weil er will dich auf keinen Fall verlieren. Weil du bist auch eine starke Frau, ne? Hier haben wir Page der Stäbe. Pagen sind immer Chancengeber. Und du willst auch frei sein. Du willst dein kleines Reich für dich behalten dürfen. Auch wenn ihr zusammen seid. Du willst dich nicht immer rechtfertigen müssen und Gewehr bei Fuß stehen. Das willst du einfach nicht mehr. Gucken wir mal bei den Pagen der Stäben. Was sagt denn die Lenny dazu? Ja, das hat dir sehr viel Kraft gekostet, dass du dich da durchgesetzt hast. Sehr viel sogar. Weil der Bär steht für Kraft, für den Chef. Ja, er versucht natürlich nach wie vor, wenn ich das so sehe, der Herrscher ist ja auch sowas wie ein Chef. Und hier ist der Chef. Er versucht immer wieder, dich zurückzuholen oder dich zu beobachten, was machst du. Lass dir das nicht gefallen. Das musst du nicht. Lass dir das bitte nicht gefallen, weil das ist eine Sache, die, wenn du die von Anfang an schleifen lässt, dann wird sich das auch nie ändern. Sag gleich, wenn er dich liebt, dann hat er zu vertrauen. Und hier ist ja die Gerechtigkeit, die kommt ja zum Schluss ins Spiel. Das kostet dir auch sehr viel Kraft. Gucken wir mal bei der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit möchte eine Lenny-Karte. Nicht so viele, aber die Würfel. Ja, die Würfel sind jetzt gefallen, dass er sich ändern muss. Du musst dich gar nicht ändern. Du bist gut so, wie du bist. Aber das muss von ihm kommen, ne? Das muss von ihm kommen. Dann haben wir jetzt noch eine Zusatzkarte. Und das heißt die Lupe. Also schau du, das ist ein guter Rat an dich. Deswegen ist die Lupe jetzt auch gekommen. Ein guter Rat an dich. Jetzt beobachte du ihn mal, wie er sich verhält,
wenn du wieder weggehst oder einmal das Telefon nicht abnimmst, wie er sich verhält, ob er dir vertraut und dir das Gefühl gibt, du kannst auch ruhig weggehen mit deinen Freunden und du kannst wiederkommen, wann du willst, du bist ein freier Mensch. Und das beobachtest du jetzt mal, wie er sich verhält, ob er sich entwickelt. Natürlich kann das muss ich auch sagen, mein Herz, du kannst nicht verlangen, dass er sich innerhalb von 24 Stunden ändert. Aber du solltest ihm die Chance geben, ja, dass er sich langsam verändert, so dass du das auch merkst, dass ein Wille dahinter steht, ne? Und dann, das ist die Lupe. Das will die Lupe dir sagen. Und das beobachtest du mal. Weil er liebt dich von Herzen und er will den Wachstum mit dir, ja. Er will dir auch Vertrauen wieder schenken. Das will er machen. Und für dich ist es ganz klar, du brauchst dich nicht ändern. Du bist gut, wie du bist. Und das muss sich niemand gefallen lassen, sich da, ja, wo bist du, wo bleibst du? Hätte schon vor 2 Stunden zu Hause sein sollen oder du meldest dich nicht, hast bestimmt einen anderen. Weißt du, dieses Vertrauen, das ist bei ihm, vielleicht hat er vorher in seiner Beziehung, wenn er eine vorher hatte, solche Eigenschaften gehabt und daran ist die zerbrochen und nun fängt das wieder an. Und das musst du gleich einen Stopp reinsetzen, dass eine Beziehung nur auf 100%iges Vertrauen aufgebaut werden kann. Ansonsten hat keine Beziehung irgendeinen Sinn. Und man muss den Partner so nehmen, wie er ist. Nicht erziehen oder irgendwie kontrollieren. Weil dann hast du eine Partnerin oder er hat einen Partner oder wie auch immer, zwitscht euch das klar, zurecht, ne? Die immer eine Maske auf hat. So immer funktionieren will, wie er das will. Ja, aber du willst das nicht, weil du das nicht bist. Deswegen Offenheit und Vertrautheit ist das A und O für jede Beziehung. Und die sieht hier gut aus. Also er entwickelt sich auch, indem du ihm da Ravioli bietest. So, ich würde mal sagen, da brauche ich keine Zusatzkarte, ne? Ich glaube nicht. Jetzt gucken wir mal unter die Decks. Eigentlich ist das eine super Legung. So, da haben wir den Ritter der Kelche. Er kommt dir entgegen. Ja, indem er sich dann auch, er ist auch wirklich bereit, sich zu ändern. Und ja, und nicht mehr das zu sein. Aber du musst Verständnis haben, er kann sich von jetzt auf gleich nicht ändern. Aber wie gesagt, er muss Vertrauen schöpfen. Und dieses Vertrauen, dieses Gefühl, das musst du ihm geben. Und das machst du auch. So, und hier haben wir den Wunschbrunnen. Und das ist auch ein Bezug auf ihn. Und auch wenn er dich nicht erreicht, ja, muss er das Vertrauen haben zu dir. Er muss da aufbauen. Und das ist sein Wunsch, dass er sich ändert. Der Samen ist gesetzt. Der Samen ist gesetzt. So, und jetzt kann ich ja euch nochmal zum Spaß, können wir ja nochmal pendeln. Ihr, meine Lieben, dürft gerne eine Ja- oder Nein-Frage stellen. Bitte haltet das Video an, wenn ihr eine Frage habt und die noch nicht wisst. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann eben auf den Stop-Button auf das Video drücken und wenn ihr die Frage habt, stellt die Frage und ich pendel jetzt mal los. Die Antwort ist ja. Die Antwort lautet ja. Ja, das war die Legung. Die Eilbotschaft, die dich jetzt erreichen soll, ne? Und er erreicht dich nicht. Ja, okay, meine Lieben, das war das kleine Mini-Orakel. Wir haben jetzt eine Viertelstunde. Ich finde, das ist perfekt für so eine Legung. Länger braucht sie auch nicht sein. Und bis dahin freue ich mich über jedes Like, über jeden Kommentar. Wenn ihr jemanden kennt, der in einer ähnlichen Situation ist, dürft ihr mein Video gerne teilen. Ich würde mich riesig freuen. Ihr dürft mir ein Abo schenken und auch kommentieren. Ich beantworte auch alle, wenn ihr Fragen habt. Okay, und bis dahin mache ich jetzt Schluss. Eure Asteria.